Hallihallo, hier ist mal wieder Barbara Fischer-Reinecke, deine persönliche Ermutigerin. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei einem Video aus der Mutig Leben-Reihe dabei bist und ich hoffe, du konntest in den vorherigen Videos schon einiges für dich mitnehmen. Wie ich schon erklärt habe, versuche ich dir in diesen kurzen Videos, die meist so rund um die 10 Minuten lang sind, den Mut in kleinen Dosen zu vermitteln, ihn dir also häppchenweise näher zu bringen. Wie immer an dieser Stelle meine Bitte an dich. Wenn dir diese Videos gefallen, dann gib mir bitte ein Like und drücke auf den Daumen nach oben. Vielleicht magst du sogar diese Serie abonnieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Glaub mir, 10 Minuten können dein ganzes Leben verändern. Manchmal reicht schon ein Satz oder ein Beispiel, um in dir eine tiefe Erkenntnis auszulösen. Heute möchte ich dir ans Herz legen, dich nie mehr zu ärgern. Und ich zeige dir, wie du das schaffen kannst. Also, lass uns mal schauen. Überleg doch jetzt gerade mal, wann du dich das letzte Mal so richtig dolle geärgert hast. Also so ähnlich, wie wir uns vielleicht vorstellen, dass sich Rumpelstilzchen ärgert. Na, erinnerst du dich an was? Und jetzt frag dich mal, würdest du dich heute immer noch genauso sehr darüber aufregen? Und war es das aus heutiger Sicht wert? Ich vermute mal, nein. Ich denke, darin wirst du mir sogar zustimmen. In meiner Jugend und in meinen jungen Erwachsenenjahren war ich sozusagen das HB-Männchen in weiblich. Es brauchte nicht viel und ich bin zisch wie eine Rakete durch die Decke. Ich hatte einen leicht cholerischen Vater und das hatte wohl ein bisschen auf mich abgefärbt. Das heißt, ich habe mehr als mein halbes Leben lang wegen Kleinigkeiten, Nichtigkeiten und Dingen, die halt einfach mal so schief gehen oder auch nur mal über das Wetter, mich dermaßen aufgeregt, dass ich schier geplatzt bin. Heute bin ich ziemlich entspannt und ärgere mich so gut wie nie und das tut mir ehrlich gesagt ziemlich gut. So. Ich will dir hier nur mal kurz erklären, was Ärger eigentlich ist und vor allem, was Ärger mit dir und deinem Körper so macht. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Weißt du, was Ärger wirklich ist? Du ärgerst dich. Also das heißt, da draußen irgendwo passiert irgendwas. Es ist also sozusagen schon in der Welt. Und du ärgerst dich darüber, dass es ist, und sagst damit also quasi, ich will nicht, dass es so ist. Okay, nehmen wir mal das Wetter. Angenommen, es ist Sommer und es ist heiß. Und da regen sich dann manche Leute auf, so nach dem Motto, oh, es ist heiß, die Natur leidet, ich kann im Büro nur schwitzen, wie schrecklich. Klar gesehen bedeutet das, dieses Ärgern und Aufregen und sich also in die Wut steigern, war über das, was doch nun einmal schon ist, stellt im Grunde eine Negierung, eine Verleugnung, eine Ablehnung der Realität dar. Du wehrst dich also gegen etwas, was bereits da ist. Einer meiner Lieblingssätze in der Beratung ist immer wieder, das Ärgerliche am sich ärgern ist, dass man sich selbst schadet, ohne anderen zu nutzen oder draußen etwas zu bewirken. Das heißt, durch deinen Ärger schadest du dir zwar selbst körperlich, seelisch und geistig, bewirkst aber im Außen rein gar nichts. Möglicherweise wenden sich Menschen sogar von dir ab, weil du schlechte Stimmung verbreitest. Oder sie verpassen dir ein Etikett als Motzbeutel oder Miesepeter oder gar Choleriker. Ich möchte dich heute ermutigen, einmal darüber nachzudenken, was du mit deinem Ärger tatsächlich bewirkst. Erst wenn du verstehst, dass du in dir hormonell, also auf Körperebene, ganz viele Stresshormone triggerst, in dem Moment, wo du dich ärgerst. Also da ist Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und noch einige. Diese Hormone greifen wortwörtlich deine Zellen an. Du hast also nicht nur Mentalstress, also in deinem Gehirn, sondern auch auf Zellebene. Das nennt man zellulären Stress. Und all diese Stresshormone, die du bei deinem Ärger ausschüttest, wandern mit dem Blutstrom
überall hin, in jede kleinste Kapillare deines Körpers, greifen dort die Zellwände an und regulieren jede einzelne Zelle deiner Physis, also deines Körpers, in eine negative Richtung. Und dies führt zu, rate mal, beschleunigter Zellalterung. Stress macht also nicht nur dumm, und das ist wissenschaftlich bewiesen, sondern Stress macht auch noch alt. Und auch das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Und Ärger erzeugt solch massiven zellulären Stress. Willst du dir das wirklich antun? Ich bin sicher, wenn du das jetzt erst einmal verstanden hast, dann willst du das nicht mehr. Viele Klienten, die mit Stressproblemen zu mir kommen in die Beratung, die also Hilfe wollen, sagen mir, ja, ich will mich ja gar nicht ärgern, aber meine Kinder regen mich dermaßen auf, meine Mitarbeiter treiben mich in den Wahnsinn, meine Ehefrau macht einfach nicht, was ich will. So oder so ähnlich hört sich das dann an. Egal was es ist, manchmal ist es das Wetter, der Ehemann, die Kollegin, der Chef, weiß ich nicht, das Kind. All dies, versteh das bitte, liegt außerhalb deiner Kontrolle. Und es ist, wenn es doch nicht in deinem Einflussbereich ist, wenn es also nur darum geht, mit dem, was außen ist, umzugehen, dann heißt das, dass du alle Macht hast. Denn du kannst ja entscheiden, wie du damit umgehen willst. Wenn du also sagst, okay, ich mag nicht, was meine Kollegin tut oder ich mag nicht, wie sich meine Kinder verhalten, dann kannst du aber immer noch ganz ruhig bleiben und gelassen. Und dann spüren, was eigentlich dein Wunsch ist und diese Bitte oder diesen Wunsch äußern. Es wird also dir und deinen Mitmenschen in jedem Fall gut tun, wenn du statt des Ärgers, der dich selber schädigt, vergiss das bitte nicht, in die friedvolle Kommunikation gehst. Und zwar in die Kommunikation nach innen, also dich selber beruhigen, und nach außen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du dir klar machst, wie du denn genau mit dieser Situation jetzt umgehen willst und was dir dabei gut täte. Ich mache das oft so, dass ich mich einfach umdrehe und die mir unliebsame Szene, die mich gerade in den Wahn treibt, sozusagen hinter mir lasse. Also ganz egal, welches Problem du gerade hast, ganz egal, worüber du dich gerade ärgerst, dein Ärger schadet in jedem Falle nur dir selbst, ohne dass im Außen irgendetwas anders wird. Und nochmal, ich finde, das ist ehrlich gesagt ziemlich bekloppt, sich selber fertig zu machen, ob psychisch, also mental oder eben auch körperlich, ohne dass du draußen irgendetwas veränderst. Insofern ist Ärger extrem unproduktiv. Ich habe mir angewöhnt, wann immer ich mich über das Wetter ärgern will, folgenden Satz zu sagen, der auch durchaus zu anderen Situationen passt. Ich freue mich, dass es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Darüber darfst du jetzt mal ein paar Minuten nachdenken. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss nicht, mir diesen Daumen nach oben zu geben und diesen Kanal zu abonnieren. Denn ich glaube, du willst in Zukunft keinen Tipp mehr von Mutig Leben verpassen. Und vielleicht kennst du sogar den einen oder anderen Freund oder Freundin, Bekannte, Kollege, der sich immer vortrefflich ärgert und dem du dieses Video vielleicht jetzt empfehlen magst. Du kannst es ja teilen. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine ärgerfreie Woche und freue dich, wenn wir uns bald in einem weiteren Mutig Leben Video wiedersehen können. Ciao, ciao, deine Barbara Fischer-Reinecke. So, und damit du siehst, wo wir das Video heute gedreht haben, machen wir jetzt noch einen kleinen Kameraschwenk. Ich bin hier auf der Insel Lembongan, Nachbarinsel von Bali, wo ich einige Tage verbringe. Es ist wunderschön hier. Wir sitzen hier in einem Café und haben uns hier für eine halbe Stunde den Platz genommen. Und ich liebe diesen Ort einfach.